Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, es geht weiter mit der Lipo-Reihe. Mehr Infos dazu unter dem Video. Ja, heute sollte es eigentlich ums Laden gehen, aber ich will da noch ein bisschen was ergänzen, weil ich es vergessen habe. Und zwar zwecks, ja, Steckern zum Beispiel. Stecker habe ich bei den ersten Video gar nicht erwähnt. Auf die möchte ich noch ein bisschen eingehen. Dann noch halt Softcase, Hardcase, die Geschichte nochmal durchgehen. Eventuell noch ein bisschen, ja, äußerliche Beschädigung. Genug gelabert. So, ich hole euch ein bisschen näher ran und dann fangen wir auch direkt mal an. So, wir fangen an mit dem Steckern. Das ist halt immer die Frage, welchen Stecker nutze ich und vor allen Dingen, was ist sinnvoll, beziehungsweise Mindestanforderungen. Und ich mache das eigentlich so, ich habe hier zum Beispiel die 2S-Lipos, die ich für den Drifter nutze, den ich schon ewig nicht mehr gefahren bin. Da nehme ich die T-Plug-Stecker, die sind schön klein und für 2S reicht das eigentlich aus. Ab 3S bis 4S nutze ich die XT90. Die würden auch noch bis 6S würde ich die auch noch nutzen. Reicht aus. Aber ich fahre halt keinen Einzel 6S Akku. Ich fahre immer 2 3S Akkus. Jetzt nicht, weil das besser ist. Da tut sich eigentlich nichts. Aber das ist platztechnisch bei mir so angenehmer zu fahren. Und symmetrisch. Dann gibt es noch sehr beliebt die EC5 Stecker. Die sind gleichwertig mit den XT90 Stecker. Ja, und für die Speedrun bzw. Onroad-Geschichte nehme ich hier die AS 150 Stecker, da die halt wesentlich mehr abkönnen wie die XT90 Stecker. Die sollten mindestens sein. Jetzt habe ich hier noch so Adapter liegen, die fahre ich allerdings nicht im Auto, sondern die nutze ich nur zum Laden, genau wie hier der Stecker halt fürs Ladegerät. Ich habe hier den einmal, da ich den am Anfang hatte, und dann habe ich halt XT90 Stecker an mein Ladegerät und dann ja, schließe ich den halt an und kann meine AS 150 Stecker damit laden. Den Akku, nicht die Stecker. Fürs Fahren würde ich die auf jeden Fall nicht nutzen, da jeder Stecker nochmal ein Widerstand ist. Und ja, jeder Widerstand nochmal eine Minderung der Leistung. Erhöhter Widerstand. Deswegen halt zum Laden die Adapter. Und ansonsten habe ich halt an den Onroader die AS 150 dran. Offroad-Bereich, wie gesagt, die XT90, die reichen da vollkommen aus. Hatte ich schon erwähnt, glaube ich, oder? Verpolungssicher sind die alle, außer man geht her und steckt den Stecker jetzt so da rein, das würde funktionieren. Dann hat man einen brutalen Kurzschluss im Akku. Aber ansonsten sind die untereinander halt am Auto nicht verwechselbar. So, mit den Ampereleistungen der Stecker, darauf will ich jetzt nicht wirklich drauf eingehen. Da könnt ihr euch halt im Internet schlau machen, welcher Stecker was ab kann. Google ist da bestimmt hilfsbereit. Aber zum Beispiel für einen Speedrun sind die AS 150 schon das Minimum, würde ich sagen. Da würde ich auch keine XT90 Stecker fahren. Das wird nicht reichen. Ja, dann die Frage Softcase oder Hardcase. Was ist besser? Was ist für welchen Zweck geeigneter? Also ich sag, das kommt auf die Akkuhalterung drauf an. Ein Softcase, das ist hier zum Beispiel ein Softcase, die Bashings Pro. Ja, das funktioniert genauso, außer beim Einschlag. Wenn man den Aufbau von so Akkus kennt, die halten ja schon doch was aus. Also das ist ja schon jetzt kein Wabbelszeug, was super empfindlich ist. Die Pakete, die halten schon was aus. Wenn man jetzt einen flachen Akkuhalter hat, dann kann man da ruhig auch Softcase fahren. Aber gut festschnallen.
Bloß halt das Problem bei Softcase, wie zum Beispiel bei denen auch, die sind relativ offen halt, ne? Da kann der Dreck im Offroad-Bereich leichter eindringen. Das ist hier nur so eine Hülle. Schrumpfschlauch. Dann ist das natürlich schwierig. Da kommt halt viel mehr Dreck rein. Oder Wasser, wenn man durch Pfützen fährt und so. Ja, die sind dann halt ein bisschen anfälliger wie so Hardcase-Lipos. Und wenn hier dann Wasser eingedrungen ist, was natürlich bei den Hardcase auch möglich ist über das Loch. Dazu habe ich schon im ersten Teil was gesagt. Am besten hier ein bisschen verschließen. Auch wegen den Sand und so, was da reingehen kann. Aber Wasser vor allen Dingen, wenn die Kontakte hier, Gesundheit, wenn die Kontakte hier anfangen zu korrodieren, das wäre natürlich fatal. Und dann hat die auch Schäden am Balancer zum Beispiel. Dann erkennt das Lipo, das Ladegerät, die Zellen nicht mehr und. Aber im Grunde kann man beim Bashen auch Softcase fahren, wenn man es nicht übertreibt. Ja, dann haben wir noch die äußerliche Beschädigung, also geblähte Akkus vor allen Dingen. Zum Beispiel der hier, der liegt schon gar nicht mehr wirklich auf. Wenn man den so betrachtet, ja doch, das sieht man schon. Der ist recht gut gebläht. Gut, die sind naja, sagen wir mal nichts dazu. Nee, zu dem sage ich wirklich nichts. Die hatte ich als erstes in meinen Drifter drin gehabt. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert und dann sind die halt ein bisschen aufgebläht. Gut, da muss jeder selber entscheiden, ob der so ein Akku weiterfährt oder nicht. Das ist allerdings schon eine Gefahr. Also wenn ein Akku so bläht, ist da schon eine Beschädigung. Ein Freund von mir zum Beispiel, von dem sind die Akkus, der hat die einfach zugetaped. Der macht weiter damit. Passt schon. Oder auch nicht. Hierbei ist das Gehäuse, also den habe ich nicht selber geöffnet. Den hat der Akku selbst geöffnet. Der hat so gebläht, dass der hier halt aufgegangen ist. Was auch gut war, da konnten wir die Steinchen rausholen. Ja, der hat die einfach wieder zugetaped und weiter geht's. Die haben allerdings auch von der Kapazität und vom Druck her nicht mehr den alten Druck wie am Anfang. Die bauen dann natürlich ab, wenn die so gebläht sind. Und halt die Brandgefahr, die besteht dann auch. Da muss halt jeder selbst entscheiden, ob er da die Gefahr eingeht oder nicht. Also am besten geblähte Akkus mit Vorsicht genießen oder direkt wegtun. Verwertungshof bzw. meistens nehmen die in Bondellbauläden die Akkus auch an. Die werden dann fachgerecht entsorgt, also nicht irgendwie in die Mülltonne schmeißen oder so. Dann könnt ihr auch schon Brand auslösen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also fachgerecht entsorgen und dann habt ihr Ruhe. Beim Laden kann das natürlich auch passieren, aber dazu kommen wir dann im nächsten Teil. Ja, und vor allen Dingen solche Akkus, generell Lipos. Auf jeden Fall hier in so ein Lipo-Bag oder irgendwas Feuerfesten aufbewahren. Die würde ich nicht so in der Wohnung liegen lassen. Die sind auch bei mir in so ein Lipo-Bag und anschließend kommen die noch zusätzlich in so einen feuerfesten Koffer. Vorsicht ist besser wie Nachsicht. Der sollte aber nicht luftdicht abschließen, da wenn hier jetzt eine Beschädigung dran ist und man den Koffer aufmacht und der Akku mit Luft in Kontakt kommt, dann kommen halt die Flammen zustande. Das heißt, wenn der hochgeht, ja, dann sollte der schon im Koffer so hoch gehen, wo der auch Luft bekommt und nicht, wenn ihr den gerade aufmacht. Also immer schön im Lipo Safe Bag aufbewahren, beziehungsweise irgendwie feuerfesten Koffer. Oh, ja. Ja, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es war informativ und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC Werkstatt.